ich bin Mascha Sheikh. Ich arbeite als Nachhaltigkeitsmanagerin in einem Pharmaunternehmen. Ich bin fokussiert hauptsächlich auf Kommunikation und People and Culture nennen wir das. Also sehr viel, was in Richtung soziale Nachhaltigkeit geht. Ich glaube, es ist sicher im Nachhaltigkeitsbereich grundsätzlich schwierig, irgendwie für sich den richtigen Weg zu finden. Es ist etwas, was sich super schnell entwickelt. Und hier zu wissen, okay, möchte ich mehr in die Compliance-Schiene oder will ich eher in die Lobbying, Advocacy-Richtung? Ich glaube, das kann recht schwierig sein und es ändert sich alles wirklich sehr schnell und man muss irgendwie am Ball bleiben, dass man sich langfristig auskennt. Und für mich hat das auf jeden Fall eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe für mich, okay, es ist die soziale Nachhaltigkeit und es ist dieses Thema von Kommunikation und Bewusstseinsschaffung, das für mich am interessantesten ist. Und auch dann wirklich die Rolle zu finden, wo ich das ausleben kann und all das, das hat eine Weile gedauert. Ja, also es ist für uns ein riesiges Thema. Einerseits, weil wir eben ein Pharmaunternehmen sind und wir viel mit Patienten oder für Patienten arbeiten. Deshalb ist Empathie immer eine Frage für die Medikamente, die wir entwickeln oder die Therapielösungen, die wir entwickeln, sollen auch wirklich den Patienten nutzen und sollen nicht etwas sein, wo wir denken, dass es nützlich ist. Und andererseits eben in dieser sozialen Nachhaltigkeit einerseits die Empathie nach innen, so was brauchen die Mitarbeiter und hören wir wirklich deren Stimme und wissen wir wirklich, dass wir akkurat reflektiert bekommen, wie es ihnen geht. Und andererseits aber auch nach außen die Gemeinschaft, in der wir selbst aktiv sind, haben wir eine Rolle, in der wissen wir, was da los ist, wissen wir, wie wir wahrgenommen werden und tragen wir auch unseren Teil dazu bei quasi. Also dadurch, dass ich im Nachhaltigkeitsbereich arbeite und das ist nicht so also es ist ein sehr funktionenübergreifender Bereich, ein bisschen so wie Strategie quasi, arbeitest du mit echt vielen verschiedenen Stakeholdern. Also du musst einerseits mit Finanzleuten arbeiten, weil du eben die ganzen Daten fürs Reporting brauchst, aber du arbeitest auch mit den technischen Kollegen, die irgendwie in der Produktion arbeiten, weil du hier dann auch wirklich die größte Umweltbelastung hast. Du arbeitest viel in der Strategie, du versuchst das Unternehmen in eine langfristige Richtung auszurichten, die Nachhaltigkeit mit einbedenkt. Und das ist halt so grundsätzlich mit sehr vielen verschiedenen Charakteren, mit sehr vielen verschiedenen Hintergründen gut klarzukommen und eine Sprache zu finden, die man gemeinsam spricht. Einen Weg zu finden, dass man alle an einen Tisch holt, dass man alle dieselbe Meinung hat und versteht, was die Motivation hinter gewissen Projekten ist und wieso sie jetzt quasi ihre Zeit darauf aufwenden sollten. Das ist immer wieder, was für mich am wichtigsten ist und wo ich merke, okay, das ist das, was mir auch am meisten bringt in der Arbeit. Ich glaube, immer wenn man die Möglichkeit hat, dass einem jemand einen Einblick in seine Arbeit gibt oder einen Einblick gibt in einen Teil des Unternehmens, das man vorher noch nicht kannte, diese Möglichkeit immer zu ergreifen.